In diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses leckere Früchtebrot ohne Mehl, glutenfrei und ohne Ei gebacken habe. Am Ende verrate ich euch noch, wie ihr das Brot am besten einpackt, sodass ihr das Brot über Wochen genießen könnt. Wir brauchen insgesamt 400 Gramm Trockenfrüchte. Die könnt ihr euch eigentlich so zusammenstellen, wie ihr mögt. Ich habe hier 120 Gramm Datteln, 120 Gramm Feigen und 120 Gramm Pflaumen. Das schneidet ihr alles in kleine Stücke und gebt das dann in ein Schälchen. Ihr könnt die Früchte theoretisch auch vierteln, das ist Geschmackssache. ...40 Gramm Rosinen und 160 Gramm gemischte Nüsse. Da könnt ihr einfach das nehmen, was ihr am liebsten mögt. Ich habe Mandeln, Haselnüsse und Walnüsse genommen. Darauf gebe ich 65 Gramm Hafermehl. Das sind im Grunde gemahlene Haferflocken. Und 65 Gramm Leinmehl. Und darauf kommt zum Schluss noch ein Teelöffel Backpulver. Ich nehme immer Weinstein-Backpulver. Und das Ganze jetzt erstmal richtig gut durchmischen. Und als letztes gebe ich darauf 140 Milliliter kaltes Wasser. Und das alles gut verkneten. So, das forme ich schon mal grob. Und das lasse ich jetzt ungefähr 10 Minuten durchziehen. So, ich knete meinen Teig jetzt noch einmal durch. Dann brauchen wir ein mit Backpapier belegtes Backblech. So, und das war es im Grunde auch schon. So sieht mein Brot aus. Den Backofen heize ich jetzt vor auf 170 Grad Ober-Unterhitze und backe das Brot darin für 60 Minuten. Das Brot ist fertig gebacken und nahezu ausgekühlt. Schaut mal, wie toll das aussieht. Ich liebe Früchtebrot, ja total. Und wenn ihr schon mal Früchtebrot gebacken habt, dann wisst ihr vielleicht, dass das Früchtebrot mindestens 2 Tage, besser sogar 2 Wochen durchziehen sollte, bevor das überhaupt angeschnitten und probiert wird. Ehrlich gesagt hat es bei mir noch nie so lange überlebt, deshalb schneide ich das natürlich sofort an. Schaut mal, wie klasse das aussieht, wie lecker mit den Nüssen und den Früchten darin. Es gibt doch wirklich nichts Besseres, als zur kalten Jahreszeit ein leckeres Früchtebrot zu essen. Durch die ganzen Früchte hält das Brot bombenfest. Die Scheibe schneide ich eigentlich noch viel dünner. Und das jetzt mit kalter Butter beschmiert, für mich gibt es nichts Besseres. Solange ich denken kann, hat meine Mutter schon immer Früchtebrot gebacken. Ich bin also quasi damit aufgewachsen und ich wollte euch unbedingt mal eine glutenfreie Variante zeigen. Vor allem ohne Ei, weil meiner Meinung nach hat nämlich Ei in einem Früchtebrot gar nichts zu suchen. Backt das Brot, lasst das komplett auskühlen und dann wickelt ihr das in Backpapier und dann einfach in eine Dose, in so eine Weihnachtsdose oder einfach in Alufolie. Da lasst ihr das Brot am besten erst mal 2 Wochen richtig durchziehen, damit die Früchte so richtig den Geschmack entfalten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dann natürlich noch Gewürze reinmachen. Was da in Frage kommt, das schreibe ich euch in die Infobox. Schaut da also bitte mal rein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken und versucht das Brot mindestens 2 Tage ziehen zu lassen, auch wenn es schwer ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch trotzdem viel Spaß mit dem Brot. Lasst es euch schmecken.